Muss nicht unbedingt da sein, ne? Einfach hier. Zusammenfassung. Heute haben wir eine Kombination gemacht aber inspiriert von einem Video von Rodolfo und Maria Cherry, weil sie haben so tolle Sachen, so tolle Schritte immer gemacht und heute haben wir eine Idee davon genommen, um zu zeigen eigentlich, wie die Formen, die Tango-Formen von schon damals in der Vergangenheit genau die gleichen waren. Was immer sich verändert, sind die Schritte des Mannes, aber die Formen von der Frau sind praktisch immer die gleichen. Also, jetzt zeigen wir die gleiche Kombination und dann erklären wir, wie das funktioniert. Das war die Kombination. Das haben wir in 2 Teilen gemacht. Erstmal Grundschritt bis zur 5. 2, 3, 4, 5 und 8 vorwärts. 2, 3, 4, 5, 8 vorwärts. Eine ganz einfache Grundfigur, die wir immer machen. So. Dazu haben wir eine Sacada gemacht. Sacada. Aber jetzt gibt es eine Ausnahme. In dieser Sacada werden wir nicht belasten. Normalerweise sagen wir belasten in der Sacada, weil wir vielleicht andere Sacadas machen wollen. Zum Beispiel Sacada hier oder Sacada da oder in Giro. Und für alle diese Sacadas müssen wir immer belasten. Aber in dieser Sacada, Ausnahme, wir belasten nicht. Nochmal vom Kreuzen. Tschak, wir belasten nicht. Was werden wir da machen? Wir machen die Sacada, aber wir gehen hinten. Und da ist der erste Teil geblieben. Wir lassen das zur Seite. Jetzt kommt der zweite Teil. Und der zweite Teil war nochmal eine typische Form, die wir in jeder Stunde sagen, weil es sich immer wiederholt. Und das ist Rück, Seit und Vor. Seitschritt, Rück, Seit und Vor. Amerikaner. Wenn wir das analysieren, das ist praktisch gleich wie der Grundschritt. Schauen wir. 2, 3, 4, 5. Wo liegt der Unterschied? In der Rotation. Ich rotiere nach der 3, sie öffnet schon langsam und hier landen wir in der Amerikaner. Von der Amerikaner machen wir diese zweite Form. Das ist eigentlich nichts weiteres als ein Lapis mit einem Giro. Die Amerikaner ist schon der Anfang des Giros. Vor, Seit, Rück, Seit, Vor. Oder sogar, eigentlich, der Anfang ist schon der Giro. Seit, Rück, Seit, Vor, Seit, Rück, Seit, Vor. Und 8. Also es ist praktisch. Mit Grundschritt, Amerikaner und Giro ist eigentlich alles nur ein Giro. Ja, Amerikaner haben wir gesagt, andeuten, aber gleich im Doppeltempo. Also andeuten und sofort Doppeltempo. Giro ist immer im Doppeltempo. Genau. Meistens. Nur einen kleinen Moment andeuten, damit das nur schön aussieht. Nach der Amerikaner, wir rotieren und wir beginnen langsam das Gewicht da vorne zu verlagern, aber ich bin noch in der Mitte. Ab diesem Moment, wenn sie rückwärts geht, wir tauschen Plätze. Sie ist da, ich bin hier, wir tauschen. Da. Wurde mich auch gefragt, muss unbedingt die Parada bei der äußeren Kante sein? Hier? Muss nicht. Es kann sein. Ich bevorzuge das. Ist mir lieber. Es kann aber auch innen sein. Achtung, wenn das innen ist, dass das hier nicht passiert. Die Ferse der Frau sollte nie blockiert werden. Also dabei muss ich entweder ein bisschen zurückziehen, damit sie die Ferse frei hat, oder bleibe ich da, aber drehe ich mit, damit sie gut drehen kann und nicht so mit einer Füßen bleibt. Und dann zuletzt müssen wir diese Formen verbinden. Das erste Muster mit dem zweiten Muster. Und dabei haben wir das gemacht. Da, so einfach. Auch wenn wir das komplett zeigen,
Es kann am Anfang ein bisschen verwirrend aussehen. Aber wenn wir die klassische Muster identifizieren, was hat die Frau gemacht? Ochos vorwärts. Dann haben wir schon Hälfte abgehakt. Da wissen wir schon, was sie machen. Die Frage ist, was macht der Mann, wenn sie die Ochos vorwärts macht? Und das zeigt uns, dass eigentlich der Mann ist, der so ein bisschen mehr spielerisch ist mit den Formen und Figuren und er ist mehr frei. Aber sie macht mehr oder weniger immer die gleichen Formen. Kreuzen. Sie macht Ocho, 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 Americano. Hier beginnt der Giro. Was macht der Mann? Der Mann macht die Sacada, ohne zu belasten. Er geht hinten, er kreuzt vorne, Schritt, wechseln und gehen. Also das heißt, er verdoppelt jedes Mal, dass die Frau einen Schritt macht. Sie macht einen Schritt, ich mache einen Schritt und Wechselschritt dazu. Sacada. Wir machen den Schritt zusammen, aber ich wechsle dazu. Hier, ich kreuze vorne. Muss nicht unbedingt da sein. Ne? Einfach hier. Ganz einfach. Sacada, hinten, zusammen, vorne kreuzen. Sie macht den nächsten Ocho, ich gehe zur Seite und ich wechsle. Dann gehen wir in die Americana. Jetzt zeigen wir die ganze Form. 2, 3, 4, 5, Sacada, wechseln, wechseln und Bonus! Die Männer, die sich langweilen, können eine Verzögerung dazu machen. 2, 3, 4, 5, Sacada. Einmal alles noch mit Bonus. 2, 3, 4, 5 und Sacada und 6, 7, 8. Du hast eingehakt. Sehr gut, Spike.